Dschungel, Berge und Gletscher, Wüsten oder Vulkane. Egal welche Landschaft du dir für deine Reise wünschst, Bolivien hat es. Das Land hat uns regelrecht in seinen Bann gezogen. Gleichzeitig bereisten wir dort auch einen großen Meilenstein unserer Reise. Die Uyuni-Wüste war von Anfang an eine Nadel auf unserer Karte und das Gefühl war unbeschreiblich, als wir dort endlich angekommen sind. So cool, einfach. Aber auch Straßenblockaden und Kraftstoffknappheit gehören hier zum Alltag und können die Reisetage öfters mal etwas schwieriger gestalten. Wir brechen nun auf unsere letzte Etappe durch Bolivien, die Ruta de Lagunas, eine der wohl schönsten Strecken auf über 4500 Meter und gleichzeitig eine der anstrengendsten Straßen der Reise. Ich würde am liebsten hier anhalten und eine Pause machen. Wir sind Basti, Svenja und Pepper und wir sind Neuland Stories. Wir sind zurück aus Sucre nach unserem kleinen kurzen Zwischenstopp für Peppis Gesundheitszertifikat und haben uns jetzt in Uyuni nochmal mit Michelle und Raphael getroffen und werden jetzt zusammen die nächsten Wochen verbringen und gemeinsam die Lagunenroute fahren. Wo wir uns auch alle nicht sicher waren, ob wir sie wirklich selber fahren wollen, weil ist wahrscheinlich die anspruchsvollste Strecke für unseren Group wird. So, der Fahrer kann auch rausgucken. Das sind Flamingos, wenn ihr. Das geht ja schon mal gut los hier auf der Lagunenroute. Wir sind auch keine 10 Meter drin. Haben wir, oder besser gesagt, unsere Freunde Raphael und Michelle haben einen Platten und nicht 100 Meter weiter ist ein riesiges Wasserloch, was nirgendwo erwähnt wurde, dass da so ein krasses dass da so eine krasse Flussüberquerung ist. Dadurch, dass wir jetzt aber sowieso einen Platten haben, fahren Raphael und Michelle nochmal zurück in das kleine Dörfchen, lassen ihren Reifen reparieren und dann schauen wir mal morgen weiter, ob wir da überhaupt drüber kommen. Wenn nicht, ist das Abenteuer Lagunenroute schon ziemlich schnell vorbei für uns. Was ein bisschen doof wäre, auch noch zusätzlich, weil wir auf den Papieren für Peppi zur Grenzüberquerung die exakte Grenze angeben müssen, wo wir drüber gehen. Und zu dieser Grenze geht es nur über die Lagunenroute. Sprich, wenn wir da jetzt nicht hinkommen, müssten wir nochmal komplett zurück nach Sucre fahren, um die Papiere machen zu lassen, um dann wieder hierher zu kommen und einen anderen Landweg zu wählen. Abgefahren. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir nehmen es gelassen erstmal noch. Vielleicht finden wir noch einen Weg drumherum. Das muss auf den Boden und muss es furzen.
Die Schrauben hast du alle gelockert? Ja. Gut. Danke. Erstmal eine Kleinigkeit zu essen, weil wir haben heute auch noch nichts, wenig bis gar nichts gegessen. Irgendwie schaffen wir das gerade aktuell, ich weiß auch nicht. Kriegen es nicht hin, einen anständigen Rhythmus, dass wir frühstücken und ordentlich essen. Ja, deswegen gibt es jetzt, keine Ahnung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Stehen hier einfach Lamas, Alpakas und Flamingos rum. Genau neben uns und um unser Auto herum. Und die Flamingos sind auch noch mega pink. Wahrscheinlich normal für Flamingos, aber bisher haben wir immer nur so halbpink, so weiß. Rosé-Flamingos gesehen. Es ist so schön hier. Auch wenn es ein bisschen schief ging, der Start, oder schief geht, ist trotzdem mega. Es ist passiert. Der halbe Bus ist krank. Ja. Basti fühlt sich müde. Peppi schnupft auch. Und bei mir ist eine richtige Erkältung ausgebrochen. Meine Nase und alles ist hier komplett zu. Kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, wo wir so eine richtig anstrengende Strecke vor uns haben und es nicht wärmer wird erstmal. Aber was soll man machen? Bleibt uns nichts anderes übrig. Tigerbalm und Tee mit Honig und Nasenspray.
Normalerweise benutze ich fast gar kein Nasenspray. Aber hier in der Höhe und in der Wüste ist die Luft so trocken, dass es richtig weh tut. Und wen haben wir es zu verdanken, dass wir Honig haben? Shauna Tozer. Danke. Ja, wir haben noch ein Glas Honig hinten in unserer Garage gefunden. Und das saved gerade zumindest die Halsschmerzen auch. Peps, bist du bereit zum Rausgehen? Hm? Ja? Ready to take off? Nicht runterfahren. Oh, sind die kalt, die Schuhe. Raphael und Basti klügeln, glaube ich, gerade mal die beste Route aus. Es gibt 2 unterschiedliche Routen hier in dem Nationalpark. 2 unterschiedliche Ruta de Lagunas. Und wir sind schon in eine reingefahren und da vorne ist so ein tiefes Flussbett, wo wir auf keinen Fall durchkommen werden. Und es gibt noch eine andere Route, die eigentlich als schwieriger betitelt wurde, aber da soll es wohl keine Flussdurchquerungen geben und bisher meinten alle, es ist machbar. Also überlegen wir gerade, ob wir dann lieber die fahren, weil einzige Option durch dieses Flussbett zu kommen wäre irgendwie mit Steinen eine Brücke oder irgendwie einen festen Untergrund zu bauen, aber der Boden ist so matschig und weich, dass wir überhaupt nicht wissen, ob das verschwendete Zeit ist und überhaupt funktioniert. Ja, bitte. Also wir fahren die andere Route. Okay. Ich habe gerade gesagt, ihr besprecht. Ja, es ist besprochen. Das ist ein Bauchgefühl. Durchs tiefe Wasser kommen wir nicht durch. Brücke bauen ist immer noch tricky, weil wir den Untergrund da nicht kennen. Viele Steine sind nicht da. Also nehmen wir die ein bisschen kompliziertere Route. In Hoffnung, dass wir da wenigstens durchkommen. Ich glaube schon. Ich bin auch zuversichtlich. Okay. Tobi und Valeria haben es auch geschafft. Ja. Dann schafft es ja wohl jeder. Nee, nicht jeder, aber... Okay. Just a minute, settle down and have another one, because you're tired of the game that remains until you're undone. I hit the wall to the limit, I start over like you've just begun. I didn't lie to you because I never knew you. Only time will tell, only time will tell. Ab hier geht der Spaß los. Wir sind gerade auf die Lagunas-Route abgebogen. Und ab jetzt folgen knapp über 300 Kilometer Schotterpiste vom Allerfeinsten mit spektakulären Aussichten, habe ich gehört. Auf unserer Route gibt es ein kleines rotes Dreieck, wo wir mit unserem Auto nicht durchkommen würden. Aber wir haben einen Tipp bekommen, dass man da wohl einen kleinen anderen Weg nehmen kann und drumherum kommt. Und das probieren wir jetzt aus. Also entweder wir müssen bald umdrehen oder nicht. Hold on and let me finish. Back there, I lost myself again. Maybe I tried and died 1,000 times over. Only time will tell. It won't be over. It's never over. Now I let my feelings in. It won't be over. It's never over.
It won't be over. It's never over. Now I let my feelings in. It won't be over. It's never over. Now I let myself begin loving you. It won't be over. It's never over. Now I let my feelings in. It won't be over. It's never over. Now I let myself begin loving you. Wow, es ist einfach so eine unfassbar schöne Landschaft. Die Straße ist zwar der Horror und nur drüber nachzudenken, dass das noch 300 Kilometer so weitergeht oder noch mehr. Abgefallen. Hey Peps, du kannst mir doch nicht meinen Take rülpsen. Alte Rülpskanone. Abgefahrene Landschaft. Es ist so windig hier draußen, dass wir drüben bei Michelle und Raphael uns gemütlich machen. Günstiger Zeitpunkt. Ja, Habt ihr heißes Wasser? hätten wir. Ja, wir hatten Benutzen Theorie. wir eigentlich nie. Dazu, wenn wir mal drin duschen. Oder gerade wenn man halt mit kaltem Wasser abspült. Das gehört, wir benutzen das heiße Wasser nur, wenn wir drin Ja, ich hab's ignoriert. Ich hab's versucht zu ignorieren. Den Luxus. Das war eine gute Pause, das wäre sehr lecker. Alles aufgeräumt, alles verstaut. Es kann weitergehen. Auf die Rumpelpiste. Wir sind an unserem ersten Campspot auf der Lagunenroute angekommen. Sprich, wir haben Tag 1 überstanden. Es gab 2 Flussüberquerungen, aber die haben wir gut gemeistert und die Landschaft ist einfach nur wahnsinnig schön. Es ist leider sehr, sehr windig. Wir sind mittlerweile jetzt auch auf 4400 Meter. Sprich, sehr kalt. Wir wollten eigentlich ein Lagerfeuer machen, mal gucken, ob wir unsere Vans so hingestellt haben, dass wir einen windgeschützten Spot haben und dann auch ein Feuer machen können. Genug Holz haben wir nämlich mitgenommen. Warum die beiden großen Wasserflaschen nicht umgefallen sind, das frage ich mich, warum das nicht passiert ist. Aber ansonsten hat die Polter-Holter, die holprige Piste ihr Übriges getan und hat hier ziemlich einiges hin und her geworfen. Aufräumen und kochen.
Auch froh, dass wir angekommen sind. Hä? Und wird Feuer gemacht? Nein, Zu kalt. zu windig. Also zusammen essen, Spieleabend, morgen doppelt so großes Feuer. Sag mal was. So eine Scheiße, ey. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß zurück und dann den Umweg fahren und der Dieseltank wird auch nicht voller. Mein ganzer Kopf ist zu. Ich muss, glaube ich, gleich mal erstmal inhalieren. Eins ist auf jeden Fall sicher. Mit einer Erkältung und krank. Wir würden halt schon lieber hier durch, weil der Umweg ist 65 Kilometer. Oh, so eine Scheiße. Ich würde am liebsten hier anhalten und eine Pause machen. Ja, lass halt da runterfahren. Wir können es halt höchstens versuchen, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ich meine, ihr fahrt ja vor, wir sehen ja, wenn ein tiefer Sand kommt, eigentlich. Ich meinte gerade, runter geht immer. In der Hoffnung, dass es danach nicht wieder hochgeht irgendwo. Ja, lass halt machen, ist doch egal, jetzt scheiß drauf. Okay, wir versuchen es und sonst kehren wir halt um und fahren den Umweg. Und überlegen, ob wir die dann auslassen, würde ich sagen. Aber erstmal versuchen wir es.
So, wir sind bei unserem heutigen Stellplatz und Ziel des Tages angekommen über mehrere Umwege. Es war eine sehr lange, sehr anstrengende Fahrt. Die Straßen sind eine Vollkatastrophe. 6 Stunden Fahrt. Wir haben uns schon auf schlechte Straßen eingestellt, aber... Das ist absoluter Horror. Aber der Platz hier ist natürlich wunderschön. Noch sind wir hier mit 20 anderen Jeeps, die die Touren hierher machen. Ich glaube, die gucken hier den Sonnenuntergang. Und dann dampfen die alle wieder ab und wir bleiben hier. Beste. Immer das Beste mit dem Van. Aber jetzt gehen wir erstmal raus. Das war anstrengend. Richtig abgefahren, wie viele Flamingos es hier gibt. Wir sind zurück am Van und ordentlich durchgefroren. Der Wind pustet hier ordentlich durch und das soll wahrscheinlich die nächsten Tage auch noch so bleiben. Aber die Lagunenroute ist so ein bisschen wie erwartet. Es ist wunderschön, aber auch extrem anstrengend, weil wir wussten natürlich, dass die Straßen schlecht sind, aber wenn man sie dann fährt und auch so lange am Stück, ist es wirklich, es ist saumäßig anstrengend und Svenny ist dazu auch noch extrem erkältet und das macht es irgendwie alles nicht einfacher. Nichtsdestotrotz müssen wir es natürlich durchziehen und 2 Tage haben wir auch noch vor uns. Auch noch richtig schöne Spots dabei. Die zeigen wir euch aber nächste Woche. Abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr mit dabei bleibt und seht, ob wir auch wirklich durchkommen und rechtzeitig an der Grenze, denn wir haben ja eine Deadline. Wir müssen am ganz bestimmten Tag an der Grenze sein wegen Peppys Gesundheitszertifikat. Deswegen haben wir nicht so viel Spielraum. Wir hoffen, wir kommen da durch. Es wird richtig anstrengend, es wird aber auch wunderschön. Also auf jeden Fall nächste Woche einschalten. Ihr haut noch ein Support-Herz in die Kommentare und das Emoji der Woche ist, obwohl wir es schon mal hatten, es passt einfach zu gut, es ist ein Flamingo, ist doch klar. Und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und mit uns die Lagunenroute weiter bereist. Und vor allen Dingen reisen wir in ein neues Land. Wir reisen nach Chile ein und alleine deswegen müsst ihr natürlich nächste Woche mit dabei sein. Und dann war es das für diese Woche. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke. Ende.